Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy reisen wir entlang der Panamericana. Vor kurzem sind wir auf Vancouver Island angekommen, also gilt es, die Insel etwas näher kennenzulernen. Wir tauchen ein in die Regenwälder der Insel, entdecken eine Idylle am See und machen neue Bekanntschaften. Doch so schön die Natur hier auch ist, so zwingt sie uns auch, auf Unerwartetes gefasst zu sein. Ja, es macht einfach keinen Sinn, hier zu bleiben. Ja. Hallo zu diesem neuen Video. Wir haben eben Campbell River verlassen und wollen eigentlich an unseren nächsten Spot. Unterwegs dahin gibt es aber eine Hängebrücke, die soll das Highlight in der Region sein, also sehen wir uns die zuerst mal an. Der Weg ist wirklich nicht lang, es ist vielleicht 1 Kilometer, wenn es hochkommt, aber er gibt einen guten Einblick in die Vegetation hier auf der Insel. Sie ist nämlich bekannt für die Regenwälder und man sieht hier auch das Farn, das Moos. Es gibt schon wirklich ein ganz anderes Bild von Kanada als das, was wir bisher gesehen haben. Ich finde es toll. Vor 150 Jahren kam die Holzindustrie hier nach Vancouver Island. Ja, damit verbunden sind die Waldrodungen. Es wird zwar immer wieder neu aufgeforstet, aber mittlerweile sind nur noch 4% der Bäume über 100 Jahre alt. Ich glaube, da vorne ist es schon. Ich fürchte, das ist so eine mit Gitterboden, wo man durchsieht. Das ist nichts für dich, ja? Ich weiß nicht. Also, es hätte schlimmer sein können, aber also angenehm war es jetzt nicht gerade. Aber es hätte schlimmer sein können. Aber ist auch schon besser als früher. Ja, schon. Ja. Irgendwie. Ich freue mich trotzdem nicht auf den Weg zurück. Wir sind zurück. War ein schöner Spaziergang, Ja, war oder? richtig gemütlich. Ja. Jetzt geht's aber langsam. Regnet es? Ja. Sieht so aus. Witzig. So gegen die Sonne sieht man es ein bisschen. Ja. Naja, Grund mehr für uns. Schlafplatz zu suchen. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dort. bis dann. Wir sind angekommen und wir haben wieder einen wunderschönen Platz. Endlich wieder mal. Was endlich? Der letzte Platz war doch auch nicht schlecht. Also der erste, den wir hier hatten in der Nanaimo. Ich zeige euch jetzt mal, wie das ungefähr aussieht. Kann sich sehen lassen, oder? Aber wir machen uns jetzt einen ruhigen Abend. Wir kommen in Ruhe an. Irgendwie war der Tag heute doch anstrengend. Und ich würde sagen, wir zeigen euch in Ruhe nochmal, wie schön der Platz ist morgen.
hatten schon von solchen Plätzen auf Vancouver Island gehört. Doch auch die schönsten Beschreibungen werden dem Gefühl nicht gerecht, wenn man selbst in einer solchen Idylle aufwachen darf. Es wirkt fast etwas kitschig, aber es sind doch auch diese Momente, die man auf einer solchen Reise sucht und die wir persönlich auch gerade brauchen. Morgen. Morgen. Wir sind wieder auf der Terrasse. Ja. Ja, mittlerweile nutzen wir sie doch öfters. Aber bei dem Wetter ist es auch wunderschön, hier oben zu sitzen und einfach so in die Weite zu schauen. Ja. Und die Wärme zu genießen. Ja, mir ist schon richtig warm. Ich müsste eigentlich den Pulli mal ausziehen. Ja. Aber es ist auch ein wunderschöner Platz, muss man sagen. Und da ist man einfach, also erstens mal dankbar einfach, dass wir das so erleben dürfen. Aber ich finde es auch mega, dass diese Plätze, also die heißen Recreation Sites und die werden so von der Region oder von der Gemeinde, von der Provinz zur Verfügung gestellt. Ja, man muss nichts bezahlen, es ist gratis. Und man hat Plätze wie diesen hier. Ja. Das ist Wahnsinn. Es sind meistens kleine Plätze, also vielleicht für 5, 6, 7 Fahrzeuge. Aber ja, man hat eigentlich alles, was man braucht. Also sogar ein Plumpsklo ist sogar hier. Das ist richtig sauber. Ja. Und ja, alles andere. Wasser, Strom haben wir ja. Genau. Und es ist auch richtig sauber alles. Also wir sind immer wieder erstaunt, dass, obwohl es keine Eimer gibt hier, dass nichts herumliegt. Ja, die Leute nehmen wirklich den Abfall mit, die lassen nichts rumliegen. Ja. Ich glaube, die Leute schätzen das eben selber auch und achten darauf, dass das einfach für den Nächsten genauso ist wie für einen selbst. Ja. Das ist schön. Ja. Ja, wir genießen jetzt einfach hier den Kaffee und wärmen uns noch ein bisschen auf, denn ich glaube, bald kommt eine Abkühlung. Ja, mal schauen. Vielleicht. Wir haben seit ein paar Wochen, glaube ich, Monaten. Ja, 2 Monate vielleicht. Ja, haben wir Sauerteig dabei. Sonja und Yannick haben uns den überlassen. In Watson Lake war das. Ja. Das ist schon eine Zeit her. Justin heißt er, denn er ist ja Kanadier. Und ja, jetzt wollen wir ein Brot backen wieder. Paar Versuche haben wir schon mal gestartet. Es wird immer besser, sage ich mal. Aber ja, ist auf jeden Fall besser als dieses Weißbrot, das man hier immer kriegt, diese Toasts. Naja, jetzt muss ich den nochmal durchkneten, dann kommt er in die Form und dann, glaube ich, 2-3 Stunden backen wir den. Ich hoffe, diesmal wird er wieder besser als das vormal. Und dann die unter euch, die finden, die machen völligen Quatsch hier. Ja, ich bin total noch in der Findungsphase und falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, zum Teig, zur Verarbeitung, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Das ist, glaube ich, das 4. Brot, das wir jetzt machen. Ja. Also, ja. Aber es wird immer besser. Es wird immer besser, aber man darf auch gerne größere Sprünge machen.
So, auf jeden Fall kommt der jetzt in die Form und dann geht der noch mal eine Zeit lang. Den Teig habe ich jetzt hinter die Windschutzscheibe gestellt. Da wird es immer schön warm und da kann er jetzt noch mal gut gehen. Ganz unerwartet gibt es jetzt noch ein kleines Abenteuer für uns. Hier sind 3 freundliche Kanadier angekommen mit ihren Kanus und Kajaks. Und auf ihrer Route müssen sie jetzt 1 Kilometer hier die Kanus und Kajaks auf dem Landweg tragen, denn da geht es dann für sie weiter im nächsten See. Ja, wir wollten helfen. Aufs Dach bringen wir die Dinger leider nicht. Mit den Solarpanels ist das ein bisschen zu tricky, aber wir nehmen jetzt ein Kajak und ein paar Taschen mit, oder? Ja, ich glaube alle Taschen, ein Kajak und ja. Vielleicht ein paar Personen. Ein paar Menschen. Ja, witzig. Platz für Kajak hätten wir also auch. Yeah! Here is enough space. Our like estimate of arrival. Just like Well, at least all this stuff. yeah, this will save us a lot. Yeah, Robbie doesn't speak Czech. I don't speak Czech now. I remember there that like everything was like every other word. Ich würde sagen, der Van ist fahrbereit. Es sind, glaube ich, 1,6 Kilometer oder so. Oder 1 Kilometer. Oder 1 Kilometer, ja, irgend sowas. Und ja, wird lustig. Wearing men everywhere. Okay. It's very sort of a German like. We drove to Tuktak. Oh yeah. Yeah. On the Dempster, it was crazy. The thing that really slowed us down was the water levels are really low. Okay. Right? Yeah, I think there's people who try to change that, but I don't know. They are really old school here. Yeah, his canoe is beautiful. Classy. It is beautiful. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love. Wir haben alles ausgeladen. Die haben doch ziemlich viel Zeugs dabei. Ja, die waren auch für 5 Tage unterwegs. Der mit uns mitgefahren ist, jetzt nach unten gelaufen. Der hilft den anderen. Roberto lässt es sich natürlich nicht nehmen und ist jetzt auch entgegengegangen den anderen, um ihnen zu helfen, um sie abzutauschen, denn der restliche Teil des Wegs war ziemlich steil, anstrengend entsprechend und vor allem das letzte Kanu ist auch noch ein Holzkanu, also schön klassisch, wirklich ein wunderschönes Kanu, aber entsprechend auch sehr schwer. Und ja, ich glaube, ich höre auch schon Stimmen, vielleicht kommen sie schon. Ja, dann hoffen wir, dass wir ein bisschen helfen konnten. They're coming this way to the right. I thought the first one is always the one to navigate. You don't see anything. Are you going to be here through the winter? No, we want to drive to Mexico. Oh, nice. Yeah, we'll Stuff like that, gardens, and very nice. Okay. All right. Dawson City. Dawson City, yeah. That was nice. Yeah. Time to spend on YouTube. Yeah. I learned all the bad words. Yeah, that's what you learned. I need my bag. How old is this? 25 years old. And then Dominic pages. They're, I think they're cash. See you later. Bye. So cool. Das müssen wir auch machen. Ja. 5 Tage, Kanu. Nein. Aber ist schon cool. Schau dir das Bild an. Einfach dieser See, die Kanus oder Kajak. Cool.
Diese kleine Kanu-Aktion hat den Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht und das Brot ist richtig hochgegangen. Keine Ahnung, ob das so soll, ob das nicht zu viel ist, aber ja, also ich glaube, ich muss es nochmal neu einritzen und dann kommt es gleich auf den Ofen und ich hoffe, dass das richtig lecker wird. Das letzte Mal ist es nicht so sehr aufgegangen. Ja, heute ist es auch richtig warm. Ja, endlich. Ich glaube 40 Minuten und dann sollte es gut sein. Bin gespannt. 35 Minuten später würde ich sagen, ist es fertig. Oh, sieht nicht schlecht aus. Ah, ich weiß nicht. Es sah schon mal schöner aus. Auf jeden Fall. Ich glaube, dem hat es wirklich nicht gut getan, dass der so weit gegangen ist. Ah, Mist. Okay, naja, wir kippen es mal und dann sehen wir. Willst du nicht raus? Nein, das kommt nicht raus. Oh Gott. Das ist komplett in die Hose gegangen, das Brot. Probier mal, ob ich das so lösen kann. Das ist der Vorführeffekt. Ja genau, das letzte Brot hat nämlich besser geklappt irgendwie. Oh Mann, da bewegt sich gar nichts. Ich glaube, ihr seht, ich bin wirklich verzweifelt. Ich brauche Rezepte, Tipps für die Verarbeitung, Tipps für den Teig, Tipps für einfach alles. Mein Gott, dabei bin ich gar nicht so eine schlechte Bäckerin, Köchin, was auch immer. Ich glaube, ich lasse das ein bisschen auskühlen, dann kann ich auch mit den Händen besser versuchen, das rauszuholen. Oh Mann. Eine Ewigkeit später. Ja, so fühlt sich's an. Aber ich habe ganz viel rumgepoolt und probiert und ich glaube... Oh! Oh, Oho! das sieht nicht schlecht aus. Und der ist in einem Stück rausgekommen. Yeah. Ja, okay, ein bisschen weich ist es, aber... Naja, was meinst du? Essen kann man sicher. Wir lassen ihn auskühlen und dann schneiden wir rein. Und ich würde sagen, in der Zwischenzeit haben wir uns eine Erfrischung verdient, oder? Ja. Los. Und, bist du ready? Los geht's! Also gehen wir. Es ist viel zu kalt. Es hat so gut getan. Ein bisschen frisch das Wasser. Schon. Aber das macht es gerade so angenehm. Ja. Und jetzt kann ich mir auch gleich die Haare schneiden, oder? Aber ich schneide sie dir nicht. Nö, ich weiß. Ja, Ich hab mir was angeguckt. Ich mache das selbst. okay. Mal sehen, wie es kommt. Für mich ist ja kaltes Wasser überhaupt nichts. Also ich bin ein richtiger Warmduscher. Ich weiß nicht, wie Jessie das macht, aber die kann einfach eine halbe Stunde da drin bleiben und es macht ihr nichts aus. Keine Ahnung. Wenn ich mal drin bin, dann geht's. Ja. Man muss eben lang genug drin bleiben, dann wird's angenehm. Nee, ich bin da im Weichei. Aber ist okay. Man muss nicht alles machen. Nee, man muss nicht alles machen. So, deine Haare? Ja, du musst den ersten Schnitt setzen. Okay. Einfach nur, damit ich eine Linie habe. Und den Rest mache ich selbst. Okay. Oh Gott. Du nimmst in der Mitte hinten Ja. eine Strähne, die mittlere Strähne, Okay. und schneidest sie auf der entsprechenden Höhe. Okay, halt mal. Oh oh. Sicher? Ja. Sicher? Mhm. Oh Gott.
Oh Gott. Wieso mache ich sowas? Ja, das frage ich mich auch. Ja. Schau's dir an. Ich glaube gut. Keine Ahnung. Okay. Have a lot to give. I know that it's getting Ich cold bin einfach verzweifelt. Meine Haare waren schon viel zu lang. when the streams are getting strong. Just hold on to me. Yeah, I'm your lighthouse, I'm the sun. Oh, sieht aber gut aus. Ja, was meint ihr? Schreibt doch unten in die Kommentare. Ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Ich habe meine Haare geschnitten. Ist ja gut gemacht. Muss ich meine Haare noch aufsammeln am Boden. Ja. Bevor wir für heute die Kamera zur Seite legen, haben wir noch eine Sache offen. Und zwar schneide ich jetzt das unglückliche Brot an. Also es hat wirklich eine ganz schön krasse Kruste. Der Moment der Wahrheit. Wow, Das sieht ja gut aus. das sieht wirklich nicht so schlecht aus. Und ist auch lecker. Ich probiere jetzt. Oh, aber die Kruste ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Geschmacklich würde ich sagen, fast eines der besseren. So, und wir verabschieden uns für heute. Wir trinken jetzt noch einen Wein und wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, heute ist wieder so ein wunderschöner Tag. Also die letzten Tage waren ja wirklich traumhaft. Für uns geht es heute aber ein Stückchen weiter. Und ja, wir räumen hier auf und fahren gleich los. Wow, wir sind gerade, ja man sieht gerade die Löcher so schlecht und da sind wir einfach mal über einige Löcher voll drüber gebrettert. Und ich habe mich schon so fast festgehalten in der Erwartung, dass es jetzt richtig arg scheppert und es kam einfach fast nichts. Ich weiß, also das ist seit wir die neuen Reifen haben. Ja. Die federn wohl wirklich auch noch mal besser und die ganze Fahrt, es ist so viel angenehmer. All die Schlaglöcher, die man halt teilweise wirklich nicht vermeiden kann. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Mittlerweile haben wir den Schotterweg hinter uns gelassen, sind wieder auf Asphalt. Recht angenehm. Aber wir haben eine neue Challenge. Es ist dichter Rauch, die Sicht ist auch relativ schlecht und man riecht auch den Rauch oder das Feuer. Also den Berg vor uns sieht man fast nicht mehr. Ja, wow. Ja, wir müssen mal sehen, wir haben leider auch kein Internet, darum wissen wir auch nicht, wo diese Waldbrände jetzt aktuell sind und ob sie da sind, wo wir hinfahren oder auf dem Weg dahin, wie die Situation da aussieht. Ich glaube, wie lange brauchen wir noch? Na, knapp 40 Minuten. Ja, also wir fahren jetzt einfach mal hin und sehen, wie die Situation da ist und entscheiden dann spontan. Unterwegs haben wir noch ein Visitor Center gesehen. Gehört zwar nicht zu dem Park, wo wir hinwollen, aber ja, wir fragen jetzt da trotzdem mal nach. Also Jesse ist kurz ja, in den Park, also ins Visitor Center gelaufen, um zu sehen, ja, wie es mit den Waldbränden aussieht. Und? Die haben zu. Riechst du? Ja, und keine Infos zu den Waldbränden. Leider. Okay, ja, dann fahren wir einfach keine mal Ahnung. weiter. Ja, es riecht wirklich echt extrem. Okay.
Wir sind angekommen in Gold River. Hier wollten wir ja eigentlich jetzt ein paar Tage in der Region verbringen, aber Der Rauch. Der Rauch ist immer noch überall, man riecht's, Halskratzen haben wir, Und wir waren vorhin noch im Visitor Center. Das war leider geschlossen, aber davor standen noch Leute. Mit denen haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und ja, es macht einfach keinen Sinn, hier zu bleiben. Ja. Das Feuer ist direkt einen Berg weiter. Also 12 Kilometer von hier entfernt. Ja, und darum zieht das alles einfach hier. Ja, und wir haben, und die meinten noch, dass das Feuer außer Kontrolle ist. Ja. Also es wird nicht besser die nächsten Tage, sondern eher schlimmer. Und es wird auch nicht mal gelöscht eigentlich. Die lassen es einfach so, beobachten das einfach mal und ja, drum, es hat wirklich keinen Sinn. Wir fahren zurück und dann weiter und hoffentlich wohin, wo kein Waldbrand ist. An einen besseren Ort. Ja. Aber für diese Woche, glaube ich, war es das. Ja, wir sehen euch nächste Woche wieder. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Bis dann. Tschüss. Mein Gott. Hallo zusammen. Dark clouds, I will always be your guide.